Salam alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Wer mag keine knusprigen Chips, die man zwischendurch snacken kann? Da herkömmliche Chips jedoch unserer Gesundheit starken Schaden zufügen, stellen wir heute gesunde alternative Chips aus nur einer Zutat her. Man hört hier auch, wie knusprig sie sind und sie schmecken genauso köstlich wie herkömmliche Chips, nur dass sie unserer Gesundheit sogar zuträglich sind. Uns mit Proteinen versorgen und vollkommen ohne Kohlenhydrate auskommen. Denn die Kohlenhydrate in herkömmlichen Chips führen zu einem Blutzuckeranstieg und dieser führt zu Entzündungen im Körper. Und deshalb stellen wir heute unsere eigenen köstlichen, gesunden Chips aus Eiweiß her. Wir fetten zuerst dieses Backblech aus meinem Airfryer mit geschmolzenem Ghee ein. Und sobald das getan ist, werden wir 4 Bio-Eier trennen, denn wir benötigen nur das Eiweiß von diesen Bio-Eiern. Und die Eigelbe, die heben wir auf. Daraus können wir zum Beispiel meinen köstlichen ketogenen Pudding herstellen. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben oder auch einen meiner Lubrikatoren. Ich würze dann halt jetzt noch das Eiweiß hier mit meinem selbstgemachten Wunderlauchsalz. Also das ist aber natürlich optional. Das Video dazu, wie man das Wunderlauchsalz herstellt, verlinke ich euch hier oben. Dann gebe ich noch etwas Knoblauchpulver hinzu und dann wird das Eiweiß einfach ganz steif geschlagen. Und wie gesagt, die Gewürze sind natürlich optional, die könnte man theoretisch sogar auch weglassen, aber natürlich schmeckt es besser, wenn unsere crunchigen Chips hinterher auch richtig schön würzig schmecken. Wir geben jetzt jeweils einen Esslöffel von diesem Eischnee auf das kleine Backblech hier von dem Airfryer, aber natürlich könnte man auch ein großes Backblech verwenden und das im Ofen dann backen. Ich hatte jetzt hier einfach 2 Durchgänge gemacht in meinem Airfryer und habe jetzt noch diese zu entstehenden Eiweißchips mit etwas Parmesankäse bestreut. Denn auch der Parmesankäse wird zu dem würzigen Geschmack dieser Eiweißchips beitragen. Das Backblech kommt in die Mitte von meinem Airfryer und dann wird einfach auf höchste Temperatur gestellt, auf 200 Grad Celsius und etwa 10 bis 15 Minuten lang gebacken. Aber da die Hitze hier in meinem Airfryer anscheinend immer nur von oben kommt, hatte ich die Chips dann zwischendurch einmal gewendet, sodass sie auch von der anderen Seite schön braun und knusprig backen konnten. Bei der ersten Charge ist die zweite Seite aber nicht so schön braun geworden, weil ich diese nicht lange genug gebacken hatte. Das war auch mein allererster Versuch. Aber bei der zweiten Charge sind dann beide Seiten sehr schön knusprig braun geworden und richtig crunchy wie echte Chips. Das Backen dieser Chips dauert auch nicht länger als maximal 20 Minuten und wie wir sehen, sind die wirklich ganz einfach herzustellen, schmecken deliziös und beliefern uns gleichzeitig mit Baumaterial für Muskeln, Organen und Blut, aber Eiweiße liefern auch Enzyme und Hormone zur Immunabwehr. Und in der ketogenen Ernährung spielt Eiweiß eben eine wichtige Rolle als Energiequelle. Proteine und hochwertige Fette sind dabei eben essentiell für die Gesundheit und der Aufrechterhaltung aller Organe, während Kohlenhydrate eben nicht essentiell sind. Die vielen Kohlenhydrate, die wir heute essen, insbesondere die aus industriell hergestellten Nahrungsmitteln wie herkömmliche Chips, führen zu Insulinresistenz, zu Diabetes am Ende, zu Entzündungen im Körper und dadurch zu vielen Zivilisationskrankheiten wie Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und da herkömmliche Chips auch mit ungesunden Transfetten hergestellt werden und chemischen Zusatzstoffen, sollten sie ein absolutes No-Go sein. Stattdessen sollten wir auf alternative, gesunde Chips aus Eiweiß zurückgreifen, denn dieses versorgt uns mit essentiellen Proteinen. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Madia.